Seid gegrüßt und herzlich willkommen im zauberhaften Reich der Dunkelwaldfeen. Diesmal laden wir euch ein, mit uns das heitere, beschwingte Mitsommerfest zu feiern. Begleitet uns beim Kräutersammeln im sommerlichen Feengarten. Genießen wir gemeinsam die Freiheit und Leichtigkeit, die uns der Sommer schenkt. Feiern wir das Fest des Lebens beim Tanz ums Feuer und lassen wir uns von der lebendigen Energie der Flammen inspirieren. Der Sommer überschüttet uns mit einer Fülle von süßen, verführerischen Früchten. Ebenso beschenkt er uns mit Blüten in allen Formen und Farben und wir Feen schmücken uns mit ihnen für unser Fest der Sommersonnenwende. Lasst euch von uns ins sonnige Feenreich entführen. Lehnt euch entspannt zurück und lasst die Seele baumeln. Es ist wundervolle Mittsommerzeit im Dunkelwald. Barfußlaufen durch die Wiese. Bunte Schmetterlinge und Blüten sieht man allerorten. Die liebe Sonne verwöhnt meine nackte Haut mit ihren warmen Strahlen. Es zwitschert, summt und brummt um mich her. Sinnlichkeit liegt in der Luft. Ich verbinde mich bewusst mit der Stimmung und den Energien des Sommers und genieße die langen Tage mit Wärme und hellem Sonnenschein. Abends lässt Vater Sonne funkelnd und schimmernd sein Licht durch unzählige Himbeerblüten strahlen und erzeugt damit eine magische Stimmung. Wie von Zauberhand sind aus den Blüten nach kurzer Zeit begehrenswerte Früchte geworden. Himbeeren enthalten reichlich Antioxidantien und gehören nicht zuletzt deshalb zu den gesündesten Früchten, die uns Mutter Erde jetzt schenkt. Und obendrein sind sie äußerst wohlschmeckend. Die kleinen Dunkelwaldfeen finden sie auch ausnehmend lecker und können gar nicht genug davon bekommen. Vor allem die wilde Variante, die Waldhimbeere, die am Rande des Dunkelwaldes gedeiht, ist aromatischer und süßer als jedes Naschwerk und außerdem viel zuträglicher für die Gesundheit. Es ist einfach überwältigend, mit welcher Fülle und Lebenskraft uns die Natur jetzt begegnet. Sie schmückt sich mit allerlei Blumen in den verschiedensten Formen und Farben und betörenden Düften, wie zum Beispiel der exotisch-erotischen Türkenbundlilie. Es ist jedes Jahr ein besonderer Höhepunkt, wenn sie im Feengarten ihre Blüten öffnet. Die Abendsonne taucht die formschönen roten Blüten in ein geheimnisvolles Licht. Im Frühjahr durften wir ein leuchtend weißes Blütenmeer am Kirschbaum unseres Gartens bestaunen. Nun, im Sommer, prahlt der Baum mit prallen, dunkelrot glänzenden Früchten. Die Zahl der hauchzarten, duftenden Blüten war in diesem Jahr besonders groß, sodass die Kirschenernte entsprechend üppig ausfällt. Wir ergötzen uns am Anblick dieses knackig süßen Kernobstes. Die Kirsche enthält zahlreiche Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium, Phosphor und Eisen. Auch enthält sie die Vitamine B1, B2, B6 und reichlich Vitamin C. Kirschen dienen zudem als Lieferant des Vitamins Folsäure, welches besonders wichtig für Schwangere und unentbehrlich für Zellteilung und Blutbildung ist.
Kirschen und machen sich gleich darüber her. Ich komm da ran. So Das ist ein Lego. Und da Mami. Sie sind süß und saftig und eignen sich besonders gut als Ohrschmuck. Im Frühling schmückten wir Dunkelwaldfeen uns gegenseitig die Haare mit den filigranen Blüten des Kirschbaums. Und ehe man sich's versieht, werden daraus Kirschohrringe. Am nächsten Tag begehen wir das Mittsommerfest und freuen uns sehr über den Besuch einer weiteren lieben, süßen Dunkelwaldfee. Sie genießt ebenfalls voller Hingabe die belebende Kraft von Vater Sonne, bevor wir den Tisch vorbereiten für eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen im Freien. Danach wollen wir uns den mitsommerlichen Pflanzenwesen zuwenden. Ein neuer Gast im Feengarten ist die zauberhafte weiße Teufelskralle. Für unsere Festtafel schneiden wir nun intensiv duftende Stängel der Katzenminze. Unser Weg führt uns dann durch ein grünes Weidentor in den verwunschenen Feengarten. Dort treffen wir auf den Kater Wulfi und weitere seidig zarte Blumen. Wir halten inne an der hell leuchtenden, pfirsichblättrigen Glockenblume. Und hier können wir alles machen. Wir können uns so schnell abgehen. Im Korb landet auch das essbare Wiesenlabkraut, das wegen seines milden Geschmacks prima als Salatgrundlage geeignet ist. Kindheitserinnerungen werden wahr beim Dösen in der duftenden Sommerwiese. Dunkelwaldkater Wulf Isebrand tut es uns gleich. Unser nächstes Ziel ist die Kletterrose Jasmina. Die ersten rosa Blüten verströmen ihren Duft. Auch diese sollen später Teil der Tischdekoration sein. Wir berauschen uns am Duftaroma der Rose New Dawn und erfreuen uns an der Schönheit ihrer Blüten. Jetzt ist es soweit. Passend zum Mittsommerfest breiten wir ein antikes weißes Tischtuch aus und nun wird nach Herzenslust dekoriert. Nicht fehlen darf Eichenlaub, denn die Eiche symbolisiert die Macht des Eichenkönigs, die nun zur Sonnenwende, die am 21. Juni, in skandinavischen Ländern am 24. Juni gefeiert wird, an ihrem Höhepunkt angelangt ist. Der Eichen- oder Sonnenkönig wird seine Macht seinem Bruder, dem Stechpalmenkönig, übergeben. Der Sonnenkönig beginnt zu sterben. Er opfert sich. Denn würde er noch weiter an Macht gewinnen, vertrockneten alle Bäume und Pflanzen und alles Leben würde zugrunde gehen. Doch Mittsommer zu feiern bedeutet vor allem fröhlich und ausgelassen zu sein. Auf einem Spiegel haben wir verschiedene Kraftsteine wie Tigerauge, Bernstein, Jaspis, Schaumkoralle und Zitrin platziert. Kann ich anfassen? Auch die kleinen Feen fassen sie gern an und halten die Steine in ihren kleinen Händchen. Steine und Schmuck
haben sich nun mit Sonnenenergie aufgeladen und werden uns in dunklen Zeiten mit dem gespeicherten Licht trösten. Zur weiteren Einstimmung auf das Mittsommerfest am Abend wird mit Bernstein verzierter Silberschmuck angelegt. Seine goldig warme Farbgebung erinnert doch sehr an heiße Sommertage. Auch Blumen spielen seit jeher bei den Feierlichkeiten eine wichtige Rolle. Die Frauen tragen meistens Blumenkränze im Haar als Symbol für Wiedergeburt und Fruchtbarkeit. Wir haben uns für eine einfachere Variante entschieden und stecken uns gegenseitig hübsche Sommerblumen wie gelbe Taglilien, Glockenblumen, zartes weißes Steinkraut mit süßem Honigduft, ebenso Linaria oder Purpurleinkraut, welches sich oft überraschenderweise auch rosablühend zeigt. Und zu guter Letzt ein betörend duftendes Blümchen mit dem passenden Namen Feenküsschen, eine Elfenspiegelart oder Nemesia. Sie zeigt ihre entzückenden kleinen Gesichter überall in unseren Blumenbeeten. So sommerlich feenhaft geschmückt sind wir bereit für unser Mittsommerfest. Es gibt eine bekannte Tradition zum Mittsommertag. Die ledigen Frauen pflücken 7 verschiedene Blumenarten und legen diese des Nachts unter ihr Kopfkissen. Sie schlummern friedlich ein und werden im Traum ihrem zukünftigen Geliebten begegnen. Ist das nicht ein zauberhafter Brauch? Bist du wirklich des Kindes? Und während wir nun auf die Ankunft der Gäste warten, werfen wir einen Blick auf unsere festlich geschmückte Tafel. Ranken vom wilden Wein, Rosenblätter, Pfennigkraut mit niedlichen goldgelben Blüten, weißes Wiesenlabkraut, Teelichte für die Abendstunden. Gelber Sumpfhornklee und sogar süße Walderdbeeren schmücken unsere Festtafel. Die kleine Dunkelwaldfee schreitet durch den Garten und besucht das hellgelbe Löwenmäulchen. Wenn man eine der Blüten mit den Fingern sanft drückt, scheint sie ihr Mäulchen weit zu öffnen wie ein Löwe, wenn er laut brüllt. Die kleinen Feen eilen zu Tisch, denn es ist angerichtet. Der Feenmann ist in seine Festtagslatschen geschlüpft. Ganz in Weiß gewandet, winkt er den herannahenden Gästen zu. Wir erheben unsere Becher und trinken auf den Sommer, mit all seinen Wonnen und großzügigen Gaben. Nun ist es soweit. Die Sonne sinkt dem Horizont entgegen und unser Mittsommerfeuer brennt. Das zu Ehren der Sonne entzündete Feuer stand seit jeher im Mittelpunkt der Feier. Feuer zieht unsere Blicke magisch an und alle schauen wir wie gebannt in die lodernden Flammen. Zahlreiche Kerzenlichter erhellen diese kürzeste Nacht des Jahres mit ihrem geheimnisvollen Schimmer. Wir haben eine eigene kleine Tradition ins Leben berufen. Die feierliche Übergabe unseres Erzgebirgsgnoms, der seit der Winterzeit in unserem Feengarten verweilte, an das Mittsommerfeuer. Wir bastelten ihn kurz vor Wintereinbruch aus Naturmaterialien wie Reisig,
Moos und Gräsern. Das Feuer ist die Energie der Transformation, des Wandels und der Veränderung. Die Feuerflammen verzehren unseren Geist der dunklen Jahreszeit, unseren Erzgebirgsgnom, und verwandeln ihn in Wärme und Lichtenergie. Dieses Verbrennen symbolisiert somit auch den Wandel, den Wechsel von Licht und Finsternis. Ein weiterer schöner Brauch, mit dem die Transformationskraft des Feuers genutzt wird, ist das Verbrennen von kleinen Zettelchen. Alles, was wir loslassen möchten, was uns beschwert und belastet, schreiben wir auf ein kleines Stück Papier, werfen es in die Flammen und stellen uns, während das Papier verbrennt, vor, wie alle störenden Gedanken, Gefühle oder Fantasien mit ihm verbrennen. Alles Belastende verbrennt und wandelt sich zu einer friedlichen, aber lebendigen Energie. Alle Blockaden verbrennen und werden zu einer fließenden Kraft. Danach wagen einige Feenpaare den Sprung übers Lagerfeuer, Hand in Hand. Dies bringt Glück und hält Krankheiten fern. Durch den Feuersprung reinigen wir uns, indem wir alte, eingefahrene Verhaltensweisen und alles, was uns fesselt, abwerfen. Wir lassen alles zurück, was uns davon abhält, wirklich frei zu sein. Das Element Feuer erzeugt Lust auf Veränderung und Bewegung im Leben. Erzeugt Lust auf Neues. Hand in Hand tanzen wir nun um die hellen Flammen herum. Wir feiern das Fest des Lebens, verbinden uns mit unserem eigenen inneren Feuer, welches uns auch in dunkleren Tagen wärmen und stärken wird. Darin liegt die elementare Kraft der Mitsommerfeier. Der nächste Morgen demonstriert uns mit leuchtendem Sonnenschein und verschwenderische Blütenfülle, dass der Sommer Herrscher über den Dunkelwald ist und uns noch viele helle und fröhliche Tage bevorstehen, die wir im Freien genießen dürfen. Inmitten von sattem, saftigen Grün und duftenden bunten Blumen weiden wir unsere Augen so oft wie möglich an den Schönheiten der Natur und bewahren wir die Lebendigkeit, die Wärme und die Fülle des Sommers in unserem Herzen. Was liebt ihr, liebe Zuschauer, besonders an den Sommermonaten? Und wie begeht ihr das Fest des Mitsommers? Kennt ihr auch schöne alte oder neue Traditionen rund um die Sommersonnenwende? Lasst es uns doch gerne durch eure Kommentare wissen. Macht einem lieben Freund eine kleine Freude und teilt mit ihm diesen Film. Wir hoffen, wir konnten durch unsere selbsterdachten Melodien, unsere wohlgewählten Worte und die schönen Bilder den Sommer auch in eure Herzen bringen. Danke, dass ihr mit uns gefeiert habt. Bis zum nächsten Mal. Es grüßen euch die Dunkelwaldfeen.